Kein Wunder, wer sich vom Volk verabschiedet, wie Sie von der CDU und Sie von der SPD, der verabschiedet sich eben auch von der Demokratie. Wir sind das Volk, war die Losung des Herbstes 1989. Heute würde das vom Verfassungsschutz als rechtsextremistische Bestrebung unter Beobachtung gestellt. Mehr Kampf gegen den politischen Gegner mit den Mitteln Parteienverbot, Repression, Überwachung und Ausgrenzung. Das sind die Worte von Katrin Lange, der Frau, die von den Linksradikalen in der SPD mit Schützenhilfe der CDU aus dem Amt gemobbt wurde, und offensichtlich ist die CDU auch noch stolz darauf. Die AfD ist durch und durch demokratisch. Extrem sind nur Sie, Herr Redmann, extrem sind Sie in Ihrer Unaufrichtigkeit und in Ihrer Unanständigkeit. Damit bin ich dann auch schon bei der SPD, die mit dem Wegmobben von Katrin Lange ja alle politischen Ambitionen in diesem Land aufgegeben hat. Die SPD ist keine Brandenburg-Partei, sie ist eine Brandmauerpartei. Danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie unterscheiden also einerseits die richtigen Deutschen als Abstammungsgemeinschaft von den Deutschen mit Migrationshintergrund als Passdeutsche. Ja? Und meine Frage, halten Sie das für grundgesetzkonform, diese Trennung zwischen Deutschen erster und zweiter Klasse? Das ist, glaube ich, der Punkt, den auch Herr Redmann von Ihnen wissen wollte. Bitte schön. Frau Hildebrand, Sie haben da eben in Ihre Frage eine Lüge untergebracht, und das war wahrscheinlich mit voller Absicht. Natürlich unterscheide ich zwischen ethnisch-kulturellen Deutschen und Deutschen, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber andere nationale Wurzeln haben. Hey Leute, willkommen in der Realität. Die CDU heult über den Verfassungsschutz. Ausgerechnet die CDU, dieselbe Partei, die unbequeme Verfassungsschützer feuern ließ, weil sie zu unabhängig waren. Und jetzt beschweren sie sich über fehlende Unabhängigkeit. Man könnte lachen, wenn's nicht so dreist wäre. Aber keine Sorge, Dr. Christoph Berndt von der AfD hat im Landtag genau das gemacht, was sich Millionen Menschen im Land wünschen. Er hat den Altparteien in einer 20-minütigen Abrechnung das wahre Gesicht gezeigt. Ob SPD, CDU oder Verfassungsschutz, niemand kam ungeschoren davon. Und selbst Ministerpräsident Woidke wirkte, als würde er sich am liebsten unter seinem Schreibtisch verstecken. Das ist kein normales Plenarprotokoll. Das ist politische Klartextmedizin. Wenn ihr solche Reden genauso stark findet wie wir, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und haut eure Meinung in die Kommentare. Auf geht's! Extrem sind nur Sie, Herr Redmann, extrem sind Sie in Ihrer Unaufrichtigkeit und in Ihrer Unanständigkeit. Indem Sie eine Politik betreiben, die die Verteidigung unseres eigenen kriminalisiert, richten Sie die Hölle an. Sie sorgen dafür, dass die Kinder in den Schulen, die deutschen Kinder in den Schulen gemobbt werden, dass sich deutsche Kinder und deutsche Mädchen dem Islam unterwerfen, dass sie konvertieren aus Angst, gemobbt und geschlagen zu werden. Das sind die Früchte Ihrer Politik. Sie verderben unser Land, Sie richten unser Land zugrunde. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kollege Gnilke, ich fange mal an mit Ihrem Vorspann zu Ihrer Rede. Ja, nicht in den letzten 2 Wochen ist so viel Schaden für die innere Sicherheit in Brandenburg entstanden. Vor allem seit über 10 Jahren ist großer Schaden für die innere Sicherheit entstanden. Seit der Grenzöffnung durch Ihre Bundeskanzlerin Angela Merkel ist immenser Schaden entstanden. Ansonsten, sehr geehrte Damen und Herren, bin ich Ihnen für diese Aktuelle Stunde außerordentlich dankbar, denn sie führt den Zuschauern ja unmissverständlich vor Augen, wie politisch hilflos und wie demokratiefern die CDU, aber auch die SPD, vielen Dank für Ihre Rede, Herr Lüttmann, sind. Sicherheit und Stabilität, Verfassungsschutz stärken, so benennen Sie den Antrag zu einer Aktuellen Stunde, in der das Wort Demokratie nicht vorkommt und der Geist der Demokratie vollends fehlt. Kein Wunder, wer sich vom Volk verabschiedet, wie Sie von der CDU und Sie von der SPD, der verabschiedet sich eben auch von der Demokratie. Wir sind das Volk, war die Losung des Herbstes 1989. Heute würde das vom Verfassungsschutz als rechtsextremistische Bestrebung unter Beobachtung gestellt. Verfassungsschutz stärken bedeutet für die CDU also
nicht mehr Sicherheit für Deutschland und für seine Bürger. Verfassungsschutz stärken bedeutet für die CDU mehr Kampf gegen den politischen Gegner mit den Mitteln Parteienverbot, Repression, Überwachung und Ausgrenzung. Das sind die Worte von Katrin Lange, der Frau, die von den Linksradikalen in der SPD mit Schützenhilfe der CDU aus dem Amt gemobbt wurde, und offensichtlich ist die CDU auch noch stolz darauf. Den Kampf gegen den Gegner, den politischen Gegner mit den Mitteln des Parteienverbots, der Repression, der Überwachung und der Ausgrenzung, das ist der eigentliche Grund für Ihre große Liebe zum Verfassungsschutz. Und wenn Sie bei der Entlassung von Herrn Müller beklagen, dass der Eindruck, Zitat, der Eindruck parteipolitisch motivierter Einflussnahme entstehen könnte, sehr geehrte Damen und Herren der CDU, dann weiß ich nicht, ob Sie sich selber auf den Arm nehmen wollen oder ob Sie uns verhöhnen wollen. Parteipolitisch motivierte Einflussnahme beklagt ausgerechnet die Partei, die Hans-Georg Maaßen durch Thomas Haldenwang ersetzt hat und deren Innenminister Michael Stübgen Frank Nürnberger aus dem Amt scheuchte, damit Jörg Müller den Verfassungsschutz zum Instrument des Kampfes gegen die AfD und ihr Vorfeld machen kann. Die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz sind pure parteipolitische Einflussnahme und nichts weiter. Die AfD ist nicht durch und durch rechtsextremistisch, Herr Redmann, wie Sie böswillig und wider besseren Wissens behaupten. Die AfD ist durch und durch demokratisch. Extrem sind nur Sie, Herr Redmann. Extrem sind Sie in Ihrer Unaufrichtigkeit und in Ihrer Unanständigkeit. Dass Sie Anstand durch Haltung ersetzen, dass Sie das Argument durch Druck ersetzen, das ist ein Merkmal dieser Parteien, der CDU und der SPD, die Sie hier seit Jahrzehnten regieren und die ganz offensichtlich heillos überfordert sind, auf die AfD eine politische Antwort zu finden. Damit bin ich dann auch schon bei der SPD, die mit dem Wegmobben von Katrin Lange ja alle politischen Ambitionen in diesem Land aufgegeben hat. Die SPD ist keine Brandenburg-Partei, sie ist eine Brandmauerpartei. Und der Rücktritt von Katrin Lange ist Ausdruck politischer Schwäche dieser Partei und hat nebenbei auch noch den Ministerpräsidenten desavouiert. Die Betonköpfe in ihrer Partei haben sich in Konspiration mit dem VS in den Medien und außerhalb der Medien und mit Unterstützung der CDU in einem innerparteilichen Machtkampf gegen die Sozialdemokraten durchgesetzt. Und jetzt befindet sich Herr Woidke in der Gefangenschaft seiner linksradikalen Genossen, die damit seiner treppab stolpernden Partei noch mal einen kräftigen Stoß versetzt haben. Parteitaktisch, sehr geehrte Damen und Herren, kann uns das recht sein. Ein Wahlkampf gegen Manja Schüle lässt sich weitaus leichter führen als ein Wahlkampf gegen Katrin Lange. Aber für die Demokratie im Land haben Sie großen Schaden angerichtet. Denn der Verfassungsschutz, er schadet der politischen Kultur und damit eben auch der politischen Stabilität im Land. Und wie sehr er schadet, das zeigt die böswillige Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz und durch den Brandenburger Verfassungsschutz samt dem ihr zugrunde liegenden Machwerk. Angriffspunkt Nummer 1, und jetzt komme ich mal mit Zitaten, Herr Redmann und Herr Breetz, Angriffspunkt Nummer 1 gegen die AfD ist der ethnisch-kulturelle Volksbegriff, so wie es Herr Lüthmann ja eben auch hier vorgetragen hat. Ethnisch-kultureller Volksbegriff bedeutet das Verständnis vom Volk als eine Gruppe mit gemeinsamer Herkunft, gemeinsamer Geschichte und gemeinsamer Kultur. Niemand innerhalb der AfD und außerhalb der AfD muss sich für einen solchen Volksbegriff rechtfertigen. Er entspricht ganz einfach der Lebenserfahrung. Und dazu eine Beobachtung, die für viele andere steht. Zitat: Skaterpark Berlin, die Kids feiern die AfD hart ab. Hab gefragt, wieso? Ich bin einer von 5 Deutschen in der Klasse, Rest Araber und Türken. Denen braucht man keinen ethnischen Volksbegriff erklären. Sie erleben ihn jeden Tag. Zitat Ende. So der Journalist Vadim Derksen auf X am 10. Mai 2025. Und sehr geehrte Damen und Herren, wenn in der Präambel zum Grundgesetz vom deutschen Volk gesprochen wird, dann liegt dem ebenso ein ethnisch-kultureller Volksbegriff zugrunde, wie bei der Wahl zum Beirat der Stiftung für das sorbische Volk, dem Tagesordnungspunkt 3
der Sitzung dieses Landtages morgen. Und Bertolt Brechts Kinderhymne mit den Zeilen „Und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein". Diese Kinderhymne ist eine Hymne auf den Ethnopluralismus. Und nicht diejenigen sind Extremisten, die diesen Extremismus, die diesen ethnisch-kulturellen Volksbegriff vertreten. Nicht die sind Extremisten, sondern diejenigen, die ihn kriminalisieren. Was der Verfassungsschutz von uns will, ist, dass wir die Augen verschließen vor der Wirklichkeit. Der Verfassungsschutz will uns eine multiethnische und multikulturelle Welt treiben, die zum Albtraum ist. Das ist ein Fall für den Psychiater, sehr geehrte Damen und Herren, wie der Sozialdemokrat Matthias Brotkorb schreibt. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Herr Abgeordneter? Ja. Bitte, Herr Dr. Riedmann, am Mikrofon 4. Herr Berndt, was Sie da machen, ist ja ein ziemlich billiger Taschenspielertrick. Niemand bestreitet doch, dass wir deutsche ethnisch-kulturelle Wurzeln haben. Das ist doch völlig unstreitig. Aber die Deutschen auf jene zu reduzieren, die diese ethnisch-kulturellen Wurzeln haben, das ist doch das Problem. Und wenn Sie das Grundgesetz zitieren, dann sehen Sie, wer Deutscher im Sinne des Grundgesetzes ist. Und das sind jene, die ethnisch-kulturelle Wurzeln haben, das sind genauso jene, die eingebürgert worden sind, die diese Wurzeln nicht haben. Und der Vorwurf, warum Sie nicht grundgesetzkonform argumentieren, ist, dass Sie die Deutschen auf einen Teil der Deutschen reduzieren wollen. Und das ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Ich habe jetzt die Frage nicht erkennen können. Herr Dr. Berndt, bitte. Ja, ich habe auch keine Frage erkennen, aber ich habe eins erkennen können. Ich habe das Muster des Verfassungsschutzes erkennen können, der mit irgendwelchen Unterstellungen arbeitet. Herr Redmann hat hier irgendwas behauptet, was überhaupt keinen Bezug zu dem hatte, was ich gesagt habe. Er hat nur eins eingestanden, dass es ein deutsches Volk als ethnokulturelle Gemeinschaft gibt. Damit gehören Sie in den nächsten Verfassungsschutzbericht. Ich finde, das ist großartig, dass Sie das hier gesagt haben und dass Sie nächstes Jahr aufgetaucht werden. Was anderes sagen wir auch nicht. Ihre Unterstellung besteht ja darin, dass wir aus der Existenz eines ethnisch-kulturellen deutschen Volkes schlussfolgern würden, dass Migranten, die hier eingebürgert sind, andere Rechte hätten. Aber das hat die AfD nie gesagt. Das hat niemand von uns gesagt. Das ist eine böswillige Unterstellung des Verfassungsschutzes. Und zwar deswegen wird die gemacht, weil sie keine Argumente gegen die richtige Politik der AfD haben. Darum arbeiten sie mit Unterstellung, so wie in dieser sogenannten Zwischenfrage, die keine war, Herr Redmann. Also, Herr Abgeordneter, ich muss Sie nochmals fragen, ob Sie eine Zwischenfrage zulassen. Ja. Von Herrn Abgeordneten Hohloch, bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sehr geehrter Herr Dr. Berndt, würden Sie mir zustimmen, dass gerade die ausgeprägte Existenz in Großstädten wie Berlin, Stuttgart, Offenbach von Parallelgesellschaften, von Klassen, die Sie gerade beschrieben haben, mit 5 Deutschen und dem Rest Arabern und anderen Minderheiten oder anderen Gruppen, dafür spricht, dass es ein ethnokulturelles Verständnis von Volk gibt, weil sich eben oftmals genau diese Gruppen nicht als Deutsche bezeichnen und Deutsche fühlen. Ich will ein zweites Beispiel geben. Erinnern sich alle an die Großdemonstration in Hamburg, wo das Kalifat ausgerufen wurde. Diese Personen, die dort aufgelaufen sind, die haben ja in Masse sicherlich auch also den deutschen Pass, haben sich selbst aber sicherlich nicht als Deutsche identifiziert, lehnen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und diesen Staat und das Deutschsein ab. Ist das nicht ein Beleg dafür, dass ein ethnokultureller Volksbegriff weltweit anerkannt ist? Absolut, das ist so. Wir könnten ja noch weitere Beispiele anführen. Denken Sie nur an die Versammlung von Türken, wenn Recep Erdogan nach Deutschland kommt, die sich als Türken fühlen. Denken Sie an das Auftreten von Zuschauern in Fußballstadien, die die türkische Fahne schwenken, auch wenn sie deutsche Staatsbürger sind. Natürlich fühlen die sich ethnisch als Türken. Und im Grunde jedes Volk und jedes Land der Welt verwendet diesen ethnisch-kulturellen Volksbegriff, weil er der Wirklichkeit entspricht. Und nur der Irrsinn dieses Verfassungsschutzes will unterstellen, dass das kriminell wäre. Fragen Sie die Araber in Deutschland, fragen Sie die Türken in Deutschland, ob die sich als Deutsche empfinden oder ob sie sich als arabische oder türkische Menschen empfinden. Die Antwort ist völlig klar. Und wir sehen doch die Wirklichkeit. Dass diese Parallelgesellschaften entstehen, die sich eben nicht ins deutsche Leben integrieren wollen, sondern sich
bewusst abgrenzen. Das leugnen Sie. Und indem Sie das leugnen und indem Sie eine Politik betreiben, die die Verteidigung unseres eigenen kriminalisiert, richten Sie die Hölle an. Sie sorgen dafür, dass die Kinder in den Schulen, die deutschen Kinder in den Schulen gemobbt werden, dass sich deutsche Kinder und deutsche Mädchen dem Islam unterwerfen, dass sie konvertieren aus Angst, gemobbt und geschlagen zu werden. Das sind die Früchte Ihrer Politik. Sie verderben unser Land, Sie richten unser Land zugrunde. Und darum und um nichts anderes geht die Auseinandersetzung. Und weil Sie diese zerstörerische Politik fortsetzen wollen, darum kriminalisieren Sie den ethnisch-kulturellen Volksbegriff, dessen Richtigkeit Sie eben selber einräumen mussten. Das ist die Politik dieses Verfassungsschutzes. Und darum kann ich gleich sagen, wäre es die logische Konsequenz, mit Matthias Brotkorb zu sagen, dieser Verfassungsschutz schadet der Demokratie, er muss abgeschafft werden. Und übrigens auch beim Vorwurf Nummer 2, um weiterzugehen, auch beim Vorwurf Nummer 2, nämlich die AfD gefährde die freiheitlich-demokratische Grundordnung, siehe Herr Lüttmann, ist das Gegenteil richtig. Die AfD belebt die Demokratie in Deutschland. Die AfD füllt eine Repräsentationslücke. Die AfD animiert die Wahlkämpfe und die Parlamente. Wie langweilig, wie sterbenslangweilig wäre es in diesem Landtag ohne die AfD. Und auf der Gegenseite haben wir dann die selbsternannten demokratischen Parteien, die den Geist demokratischer Regeln verletzen, indem sie etwa der AfD die ihr zustehenden Ausschussvorsitze verweigern. Und auf der Gegenseite haben wir den sogenannten Verfassungsschutz, der Kritik an Politikern, Kritik an Corona-Maßnahmen oder Aufrufe zur Hilfe für die Opfer der Ahrtal-Flut als Delegitimierung des Staates denunziert. Ein solcher Verfassungsschutz ist eine Gefahr für die Demokratie. Herr Abgeordneter, ich muss Sie nochmals fragen, ob Sie eine Zwischenfrage zulassen. Ja. Bitte, Frau Abgeordnete Hildebrand, an Mikrofon 4. Danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie unterscheiden also einerseits die richtigen Deutschen als Abstammungsgemeinschaft von den Deutschen mit Migrationshintergrund als Passdeutsche. Ja? Und meine Frage, halten Sie das für grundgesetzkonform, diese Trennung zwischen Deutschen erster und zweiter Klasse? Das ist, glaube ich, der Punkt, den auch Herr Redmann von Ihnen wissen wollte. Bitte schön. Frau Hildebrand, Sie haben da eben in Ihre Frage eine Lüge untergebracht, und das war wahrscheinlich mit voller Absicht. Natürlich unterscheide ich zwischen ethnisch-kulturellen Deutschen und Deutschen, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber andere nationale Wurzeln haben. Ich unterscheide das. Aber ich habe nicht gesagt, dass das Bürger erster und zweiter Klasse sind. Das haben Sie gesagt. Das ist die übliche Diffamierung von SPD und CDU. Sie haben Probleme mit der Wahrheit. Sie haben Probleme mit der Wahrheit, und deswegen greifen Sie zu derart böswilligen Lügen. Und ich will auch noch einmal festhalten, wenn es um die Frage der Demokratie geht. Nicht die AfD ist eine Gefahr für die Demokratie, sondern ein Verfassungsschutz, der seine böswilligen Pamphlete, die er Gutachten nennt, geheim hält, der AfD vorwirft, rechtsextremistisch zu sein, aber ihr keine Einsicht in diese Dokumente gibt, siehe vermerkt zur Höherstufung der AfD in Brandenburg, es aber seinen Kumpels in den Medien durchsticht, damit die Stimmung machen können. Das ist die Arbeit des Verfassungsschutzes, und deswegen muss dieser Verfassungsschutz weg. Jörg Müller schrieb nach der Einstufung der Bundes-AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung auf der Grundlage des inzwischen bekannt gewordenen unsäglichen Pamphlets an die Brandenburger Innenministerin, nun, Zitat, nun laufe es rund. Nun laufe es rund. Das war die Reaktion von Jörg Müller auf die Hochstufung der Bundes-AfD aufgrund dieses unsäglichen sogenannten Gutachtens. Spätestens da, sehr geehrte Damen und Herren, spätestens da war es überfällig, ihn aus dem Amt wegzuschicken und in den Ruhestand zu versetzen. Denn, sehr geehrte Damen und Herren, das Wirken des Verfassungsschutzes und auch hier gerade des Brandenburger Verfassungsschutzes verstößt ganz offenkundig gegen Artikel 55 der Brandenburger Landesverfassung. Die sichert nämlich der Opposition Chancengleichheit zu. Verfassungsfeindlich ist nicht die von der AfD geäußerte Kritik an den Missständen im Land, sondern ein Verfassungsschutz, der sich als Sprach- und Gesinnungspolizei aufspielt.
Und letzter Punkt, Vorwurf Nummer 3, besagt, die AfD würde durch ihren ethnischen Volksbegriff und durch die Kritik an Migranten die Menschenwürde verletzen. Das war ungefähr das, was Frau Hildebrandt hier andeuten wurde. Auch dieser Vorwurf wird uns ja wiederholt im Landtag gebracht, gerade eben, auch mir persönlich. Aber, sehr geehrte Damen und Herren, er wird auch durch ständige Wiederholung nicht richtig. Ethnopluralismus, ich sage es nochmal, damit es alle mitschreiben können. Ethnopluralismus diskriminiert niemanden. Unterscheiden ist nicht bewerten. Und dass sich die AfD dagegen wehrt, jeden nach Deutschland zu lassen und die deutsche Staatsbürgerschaft an Menschen zu vergeben, die unsere Kultur und Lebensweise ablehnen, das setzt niemanden herab, sondern das ist Ausdruck unserer Verantwortung. Ich sage unserer Verantwortung, weil es auch Ihre Verantwortung ist. Denn wir als Abgeordnete wurden nicht als Retter der Welt gewählt, sondern Artikel 55 Brandenburger Landesverfassung als Vertretung des Volkes. Und so prächtig, sehr geehrte Damen und Herren, sind die Zustände in Deutschland ja nun wirklich nicht, dass es Ausdruck der Menschenwürde wäre, Staatsbürger dieser BRD zu sein. Milliarden an Ausländern haben nicht weniger Menschenwürde als Millionen an Inländern. Allerdings finde ich, dass es zur Würde eines Inländers und zur Würde eines Deutschen gehört oder gehören müsste, sein Land, seine Vorfahren und seine Nachkommen zu achten und zu bewahren. Und noch eins, sehr geehrte Damen und Herren, abschließend. Auch AfD-Mitglieder und Sympathisanten haben eine Menschenwürde. Wer ihre Bespitzelung, ihre Ausgrenzung und Diffamierung veranlasst oder auch nur billigt, der soll uns nicht mehr von Menschenwürde reden. Der Verfassungsschutz, sehr geehrte Damen und Herren, vergiftet unser Land. Ich sage Ihnen, schaffen wir ihn ab. Sie, SPD und CDU, haben keine Angst vor unserer angeblichen Verfassungsfeindlichkeit. Sie wissen, dass der Verfassungsschutz nichts Substanzielles gegen die AfD vorträgt. Sie wissen das ganz genau. Sie haben Angst vor Machtverlust. Die Intrige gegen Katrin Lange und diese Aktuelle Stunde führen jedermann vor Augen, dass aus den Volksparteien SPD und CDU Antivolksparteien geworden sind. Und deswegen gehört die Zukunft der AfD. Vielen Dank. Was Dr. Berndt da abliefert, ist nicht einfach nur eine Rede. Das ist ein Frontalangriff auf die politische Heuchelei in Brandenburg. Und zwar völlig zu Recht. Die CDU spielt plötzlich die Unabhängigkeitswächter, während sie selbst dabei geholfen hat, echte Verfassungsschützer abzusägen, weil die nicht im Sinne der Altparteien gearbeitet haben. Das ist so, als würde ein Brandstifter den Feuerlöscher kritisieren, weil er nass macht. Und wie die SPD da mitspielt, kein bisschen besser. Die einen klatschen sich die Behörde zurecht, die anderen schweigen und nicken und alle gemeinsam zeigen, es geht längst nicht mehr um Recht und Ordnung, es geht nur noch darum, die AfD klein zu kriegen. Mit allen Mitteln, selbst mit geheimdienstlichen Sachen. Berndt legt den Finger genau in die Wunde. Hier geht's um Macht, nicht um Verfassung. Um Parteibuch, nicht um Objektivität. Und wenn sogar ein Verfassungsschutzpräsident für seine Haltung geschasst wird, dann ist klar, wir leben nicht mehr in einem Rechtsstaat, wie wir ihn uns vorstellen. Dass Wojtke da am liebsten im Boden versinken würde, verständlich. Denn wer keine Argumente hat, der erträgt solche Reden kaum. Und jetzt seid ihr dran. Wie seht ihr das? Hat Dr. Berndt recht mit seiner Analyse? Schreibt's in die Kommentare, lasst ein Like da und vergesst nicht zu abonnieren. Wir bleiben für euch an solchen Themen dran. Und wer den Kanal unterstützen will, über PayPal oder Superthanks könnt ihr das gerne tun. Link ist in der Beschreibung. Danke euch, bis zum nächsten Mal.